Und somit ein herzlich willkommen wieder zurück zu eurem Folie von Folies Gamerhaus zu einer weiteren und neuen Folge The Judgment. Diesmal Part 14. Ja, immer noch in einem Kapitel Rampenlicht. Ich habe es mal weitergemacht gehabt, weil ich letztes Mal unterbrechen musste. Ich finde es auf jeden Fall mega nice, dass ihr wieder mit da seid. Über ein Like, über einen Kommentar, über ein Abo würde ich mich natürlich mega freuen hier auf YouTube. Gestreamt wird auf Twitch. Und werde es dann natürlich hoch auf meinen YouTube-Kanal laden, in die entsprechende Ordnerbox zu dem Spiel. Ansonsten, Dankeschön auf jeden Fall erstmal vorab für euer Reinschauen zu The Judgment. Und wir sind auf jeden Fall letztes Mal hängen geblieben. Das Bento. Bento an sich, ich erkläre es gleich mal. Im Rampenlicht das immer. Das Bento an sich ist eigentlich Mahlzeit allgemein in Japan gemeint gehabt. Das hatte ich ja mit dann schon rausgefunden, beziehungsweise hatte ich mir schon was erahnt. Allerdings ist das hier in diesem Spiel ein genaues Lebensmittel, sage ich mal ganz einfach in den Fachkreisen auch bei uns oder europäisch bekannt unter Sushi, ganz einfach Sushi Bento. Ich habe Ewigkeiten danach gesucht, ich habe es jetzt gefunden gehabt, wo man sich erwerben kann und deswegen ja, war ich eigentlich froh, dass ich so weit gekommen bin. So, hier haben wir ja unseren Kamerad Schnürschuh. Dieser ja, der möchte unbedingt, dass wir das Bento kaufen. Bringe Kaito ein Bento. Also praktisch eigentlich den kleinen Jungen, der hat Hunger. Ist halt nur eine Nebenmission, aber achso, ich war ein bisschen schnell, ne? Da habt ihr auf jeden Fall Bento Lunch Kombi. Ja, muss dann das drauf kommen. Ich werde es auf jeden Fall gleich holen. Also es ist gleich ums Eck praktisch. Oh, gleich mal 3 Stück gekauft. Naja, egal. Für später mal. Danke für den Einkauf. Da haben wir gleich mal vielleicht 2 Pluspunkte gekriegt. Wunderbar, super. 10 Punkte können wir uns natürlich die Schallplatte holen. So, ich zeig's dir mal. Also hier ist die Mission, die Nebenmission, wo wir dieses Bento holen sollen. Aber ich probiere es mal ein bisschen ranzuzoomen. Das ist die große Karte auf jeden Fall, das hier ein bisschen ranzuzoomen. Der Supermarkt ist gleich praktisch hier am Eck. Also nicht weit weg von der Mission. Moin moin Zocker TV. Ja, grüß dich. Also ihr findet auf jeden Fall das Bento an sich. Wir gehen auf jeden Fall wieder hier zurück. Hoffen wir mal, dass die Hauptmission einfach weitermachen können. So, hoppala. Halt. Na, wirst du wohl. Hey. Doc. So, jetzt fragt er uns, ob wir noch mal das Bento haben. Natürlich. Danke, Kumpel. Ja, ja, Jungs, essen. Ach so, der kleine Nebenfall noch. Den haben wir auf jeden Fall ja auch noch. Ich dachte, es könnte mit den Yakuza zu tun haben. Aha, ein zwielichter Bürger, über dem nichts weiß. Ich bin in einer Sackgasse. Die kenne ich. What? Mein Papa sagt, die sind böse Yakuza-Leute, also sollte ich von denen wegbleiben. Zumindest hat er mit den Yakuza recht, das stimmt. Wenn die Yakuza auf den Vater des Jungen abgesehen haben, haben sie wohl schon. Ah, ich freue mich schon wieder auf die Hauptmission. Dann reden die von alleine wieder. Ah, besser den Babysitter. Lass uns weiter Fangen spielen.
Sicher, komm. Er kann sich wehren, so viel er will. Ich glaube, ihm macht das Spaß. So. Wir gehen mal weiter. Wenn den seiner Vater schon geschnappt haben, sollte ich mich besser beeilen. Nur eine Kaufkredite Hyacinth sollten in den Geschäfte sehen. Da habe ich doch eine große Verleihfirma auf den Tenching Street. Ja, da gehen wir halt eben da als nächstes hin. Wird wohl eine lange Nacht. So. Bin ja mal gespannt. So. Hier drin wird es nicht sein, nehme ich mal an. Ne, hier gibt es nur Girls und Musik. Na. Halt. Wir gehen in eine... Enjoy kann es nicht sein. Sexy Club vielleicht. Ah ja. Ah, das ist natürlich, welche Etage wird denn das wohl sein? Erste wird es nicht sein. Und unser Japanisch ist ein bisschen eingerostet. 1, 2, 3. Ich nehme mal den dritten Etage. Das sieht sehr europäisch aus. Na, sind wir doch fast richtig. Oder? Da alles so. Lust ein bisschen auf Mayong? Nee. Danke. Untersuchung. Okay, ist abgeschlossen. Na nu, warum geht es nicht auf? Ich verschwinde oder hast du einen Schlüssel? Kommt dieselbe Antwort, oder? Müssen wir vielleicht übers Dach rein? Oder laufen wir hier bloß wieder im Kreis? Billigen Draht haben wir schon mal. Hoffentlich noch im richtigen Gebäude, oder? Sieht zumindest so aus. Oh. Oh. Ich probier's. Na, raus aus der Ego. Ich mag die Ego nicht. So. Ich bin immer am falschen Gebäude. Komme ich jetzt von hier oben runter? Ah, warte mal, hier ist doch überall eine Leiter immer. Wäre ja auch ganz neu, wenn das nicht so wäre. Jetzt sind wir aber weit abgeschweift. Ach, die schon wieder. Stay down.
Na, ging noch. Na, Fish and Chips wird es nicht sein. Das ist es auch nicht. Also es muss schon... Das ist es aber auch nicht. Okay, wir können ja einmal so rein, das ist natürlich nicht so besonders. Einfach umwehren. Es gab nicht diesen Detail auf der Street. Da könnte ich fragen. Ah, also nicht im Haus umgucken, sondern im Kredithai auf der Straße suchen. Okay, ich dachte, wir sind hier schon am Fundort. Ah, was machst du denn jetzt wieder? Du bist doch in den Badcup. So, mal gucken, wo dieser Kredithai ist. Ah, da ist er doch. Stimmt, der hier verkauft hat einen Mist, oder? Ne, der nicht. Ach, hier wird es auch nicht sein. Muss hier irgendwo sein. Aber ich sehe ja keinen Rumstiefel. Vielleicht doch in dem Ding hier drin. Abend. Okay. Das war schon mal ein Satz mit X. Gehen wir mal ein Stockwerk höher. So. Ah. Das könnte noch sein, oder? Hey. Ah. Hm.
Huh? 50.000, ey. Sage mal. Yagami-san. Gut, dann haben wir das auch schon mal geklärt. Können ja vorne raus, glaube ich, oder? Nein. Da lang, genau. Ah, wie gut, dass die gleich um die Ecke sind. Entschuldigung. Nochmal Entschuldigung. Ja. Och nee. Wise choice. Really, guys? So, können wir jetzt weiterlaufen? Jetzt kommen wir auf den Kniffelteil an. Ich weiß nicht, welches Büro hier ist. Hm? Na dann, gehen wir mal hin. Hey. Schauen wir mal, ob man Moment hat. Oh, das geht! Oh, das geht. Ist Schurke? Echt? Hier ist so. Die Stadt ist so gewaltbereit. Hey. Arigato.
50 Millionen. Was? 50 Millionen? Ach nee, jetzt ist der kleine Sohn noch verschwunden. Also haben sie ihn wohl entführt. Du musst allerdings eine Rolle schlüpfen. Das hackst du wieder aus. Okay, gut, das dann. Ja, da ist Dings versorgt. Dann muss ich mich bestimmt wieder als Bettler oder sowas verkleiden. Mute ich jetzt einfach mal. Papa. Eins nach dem anderen. Hast du die Bullen angerufen? Nee, habe ich nicht. Gut, dann komm mit dem los. Und wenn dir das Leben deines Sohnes etwas wert ist, keinen Spielchen klar. What? Mein Papa sagte, ja, ihr seid Frieslinge. Und weißt du was mit dem Fiesling passiert? Captain Cock kommt vorbei und verhaut sie. Was labert der kleine Nervenzwerg da? Ich weiß nicht. Huh? Huh? Ja, kann man das überspringen? Huh? Nah. Los, schnapp sie dir, Captain Cock. Ich leg mal das Ding wieder da.
Im Keller ist man nur so, kurz und schmerzlos, würde ich sagen. Wow, ich wusste, dass er echt ein Captain Cop ist. So, können wir jetzt zur Hauptmission. War ja ganz witzig so nebenbei, so eine Einlage, aber die Hauptmissionen sind wesentlich interessanter. Finde ich zumindest. Mhm. Was? Du bist doch ein echter Cop, hast du alle behauen. Na. Hm. Was? Oh. Jetzt wird's wieder dramatisch. Oder melancholisch, besser gesagt. Was bin ich erst noch?
You got this, right? Oh. Konnte heute mal ein richtiger Held sein. Was, hier der knurrt der Magen. Hier ist überall Fressbuden und der will irgendwie Schickimicki essen gehen. Ach. What a waste. Ja, kann jetzt zu dem Theater weiter? Das scheint ja so wichtig zu sein. Was? Wir laufen in einem Kreis, hä? Oh, there you are, know-it-all asshole. Ach, der schon wieder. You again. Thought you'd have given up by now. After what you did to me in the Kaheen, not once, but twice, I'm never backing down. Sorry, but you reap what you sow. Huh? The hell are you talking about? Quit showing off with your fancy words and shit. Seriously? Sakakiba! Azai! I'm hungry! This man is Kaito Sakakiba, one of the Kaheen 4. Him? You let him in? Hey, Kasai! You're buying me food if I take this guy down, yeah? Hey, you better believe it. Steak, ramen, pizza, whatever you want, big guy. I hope you're not lying. That mean I get dessert too? Sure, cake, pudding, anything. Does curry count as dessert? Literally anything you want, as much of it as you want. Just beat his ass. Come on, you can't just let him talk you into... Food! Ja, toll.
Go down easy. Whoa, 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 whoa. Let's finish this. Let go. Come and get it. You crossed the line. Jeez, this guy's built like a ton of bricks. You see that? There's no getting through his flabby exterior. Now go, Sakakiba. Smash this bitch. What are you spacing out for? Get him! I'm hungry. What? It's dinner time. But... Looks like your buddy abandoned you. Shit! Better luck next time, asshole! Wait, that would be my line. Come on, man. Wollte er nicht was essen gehen, deswegen ist er doch hierher gekommen. Ob ich bin. Ja, warte mal, müssen wir mal eine andere Speiselokalität finden. Wir müssen ja eh ins Büro runter. Da kommen wir bestimmt an irgendwelchen Fressbuden vorbei. Das wette ich. Entschuldigung. Really, guys? Also das hätten sie echt weglassen können, aber das habe ich, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt in diesen Spielen. Oder haben wir jetzt vom Büro überrascht? Anscheinend. Roywa. I've been waiting for you. Why don't we step inside for a little chat? Another voluntary interrogation? Thought I told you to bring a warrant next time. The hell was that?
Let's be civilized here, Yagami-san. Fine. Office is pretty dirty, though. So, to what do I owe the honor? There's a leak in the prosecutor's office. Pretty sure it's a woman. Got her hands on some pretty important case files. The ones about the vice director of the ADDC getting beaten to death in the street. You have any ideas? Sorry, not a clue. What kind of lowlife would sell police secrets? Shh. Scum. Right, Ayabe? Totally. The worst. Nobody takes us seriously around here. That all you came to ask? I'm sure you guys are just as busy as I am. So, if you're finished, I'm gonna have to ask you to... Right. Izumida wants to talk to you tomorrow. About Shintani's murder. You'll be there. In cuffs if need be. Why am I being treated like a suspect? Sorry, that's classified. Just drop by the public prosecutor's office. If you're innocent, you'll have nothing to worry about. You don't want to deal with getting arrested. Trust me. Better to handle this before it gets to that point. Think of it like that. Thanks for the advice. Besides, you and Izumida go way back. But how am I going to defend myself if I don't know why he suspects me? Let me guess. I'll find out when I get there. More or less. Who knows what angle Izumida will take. Have it your way. I'll come in and clear the air and we'll be done with this. I'll be in touch tomorrow. Na dann. Asshole's been dragging me everywhere. I can't do a damn thing on my own. I can tell. Looks rough. Hello, Yagami-san? Hey, any luck? Yes. I made friends with the girl who served Hoshiki 6 months ago. We're gonna bounce and go to Tender in a few. Perfect. Wait, did you just say bounce? Warte mal am Tender. Okay. Nichtsdestotrotz müssen wir sehen, dass wir auf jeden Fall ach, haben wir jetzt wieder gejagt oder was? Dann nicht euer Ernst, Mann.
Ja, aber erst muss ich mir was zu essen holen. Hier noch eine Speiselokalität. Sorry, son. Took you long enough. This is Mika-san. Hey, I'm Yagami. Mind if I join you? Be my guest. This is the man you served 6 months ago? You're certain? Yeah, that's him. We already discussed Hoshiki and Shono. Mika-san was at their table, without a doubt. That's Shono-san, right? Yeah. What were they like? I guess nothing stood out about them more than any other pair of businessman types. Hoshiki-san complained about his boss, while Shono-san just nodded and smiled. What was Hoshiki saying? He was going on and on about this Kido-san guy. Have you heard about that new dementia drug, 89? Yeah, I'm kind of familiar. Not surprised. They used to talk about it on TV a bunch. Anyway, apparently Kido-san's kind of a big shot guy on the 89 research team. And Hoshiki and Shono were talking shit about him? Yeah. Sounds like Kido-san was getting wined and dined by all sorts of people who wanted to profit off 89. From what I heard, not all those deals were above board. Secret deals, huh? Is Kido-san working with the Yakuza? Hoshiki-san didn't give specifics, but he did say 89 could buy a lot of influence. And about the cut he'd be getting later. He seemed like a really shady guy, actually. Interesting. How was Shono acting that night at the club? Well, he spent most of the night staring at my chest. Hoshiki-san kept going on about Kido-san all the same, though. Maintain eye contact, Yagami-san. Shono-san seemed more interested in being a creep than indulging him, though. You don't think he was listening to Hoshiki-san then? Nope. Didn't seem like it. Disgruntled boss on one side, closet perv on the other. But then, out of the blue, Hoshiki-san said this. There's something fishy going on with 89, I just know it. Did he have any idea what it was? What did he say again? Something about fabrication or falsification. Data fabrication? Falsifying the effects of the drug? Yeah, that was it. He kept going on about how 89 was too good to be true. And how weird it is that it just came out of nowhere. So he brought Shono to the club to try and figure out if 89 was real. Right. What did Shono say? Just, there's nothing fishy about it. But then Hoshiki-san yelled back, I don't believe that for a second. It was kind of awkward seeing how desperate he was. Makes sense he'd be desperate, though. Why? He promised this guy Kajihira he'd shut down the ADDC. Did you ever hear Hoshiki mention a Kajihira? Kajihira. It's a big construction company based out of Kansai. Basically, Hoshiki was working for this Kajihira, trying to shut down the ADDC. Wait, I thought Hoshiki-san was super important, like vice director or something. He was. Kajihira's money was too much for him to refuse, though. Either way, I don't remember hearing them talk about a Kajihira. I gotta say, you remember a lot for a conversation that happened 6 months ago. Can you blame me? The poor man got beaten to death right afterward.
I replay this a lot. Right. Sorry. And at that point, I already knew about 89. See, my grandma has pretty bad Alzheimer's. So, I was hoping they'd release it to the public soon. I'm sure that made the conversation stick out to you. Yeah. When I heard Kito-san was just another slime ball, I don't know, kind of broke my heart. Tragic. Thanks for this, Miko-chan. You must be exhausted. That's all of it? Yeah, you have more than you know. Be safe on your way back. Thank you. What time's your shift start tomorrow, Saori-san? Sorry, I'm not coming back tomorrow. Huh? It was a one-night thing. I got to see a side of myself I didn't know I had, though. Man, this stinks. You're so pretty, Saori-san, and I was pumped to learn more from you. I don't think I have much left to teach. I might be able to help you, though, as a friend. You're a lawyer? Let me know if you ever get into trouble. Wow, I've never been friends with a lawyer before. This is like super cool. Total cool, er ist super cool übersetzt. Was er denkt. That was amazing, Saori-san. You really pulled through for us. It's fine. Come on, I'll walk you back to the office. I want to review what we learned with Hoshino-kun and the others. Sure. Aber vielleicht sollte sie sich erstmal umziehen. Wäre vielleicht angebracht. Wenn es so läuft ins Anwaltsbüro, ist es natürlich nicht so besonders. Läuft die mit? Ja, die läuft mit. Dann muss man auf die wieder aufpassen. Eieiei. Geh doch rüber. Knallkopf. Welcome back. You're so beautiful, Saori-san. Like a puppy. You should dress like that all the time, Saori-kun. Yeah, good luck finding clients. I'm changing. There's a good chance Hashki's murder was premeditated, just like Chairman Kajihira suspected. That's the conclusion you and Saori-kun reached? Yeah. Hashki thought something was up with 89. Doubted the authenticity of the research. Seemed convinced they had fabricated data. He was desperately searching for proof before he died. But was there anything actually wrong with it? I tried analyzing the paper myself to find out, but it's like it was written in a different language. I'm searching for someone more knowledgeable as we speak, but nobody seems to suspect any foul play, not even online. Yet Hashki was still searching for issues, and if he had managed to find one... The ADDC would be long gone by now. Then they murdered Hashki to keep the secret safe? Don't be ridiculous. Who would kill a man just to protect a research paper? It might not be as unlikely as you think. The ADDC has been bringing in billions of government yen ever since they published that paper. With that much cash involved, bumping someone off wouldn't be out of the question. The question is, who killed Hashki? Das ist eine gute Frage.
A professional assassin, if I had to guess. The man in the black raincoat. If he was an assassin, that would mean someone hired him. Yeah. Someone who wanted to protect 89 and the ADDC. But who? Can't begin to imagine. But apparently Keto was out hyping up 89, raking in tons of dirty money in the process. Guy might even be involved with the Yakuza. You're really suspicious of him, Yagami-san. Well, if it looks like a rat. Maybe Shintani got too close to the truth, and Keto offed him for it. The thought has crossed my mind. Don't think we can say that for sure without looking more into Keto, though. But judging from our last visit, that won't be as easy as you make it sound. He's practically a celebrity at this point. Well, maybe if we can't get him to talk, the prosecutor's office can. Huh? What do you mean? I've got a meeting with Izumita tomorrow. They're calling me in. Isn't that the prosecutor who was trying to get you arrested? He can try all he wants. That's what this meeting's about. No chance in hell he agrees to help us then. All depends on how this little chat goes. If I can convince him I'm innocent, I'll clear my name and put the squeeze on Keto all in one fell swoop. What are you planning, Yagami-san? Erhol dich im Detektivbüro. Na, dann machen wir das doch. Yo, everything's really falling into place. Guess it's good we let Saori-san handle the cabaret, huh? Jetzt gehen wir erstmal hier zur Fressbude. Hä? War ja nicht eine? Irgendwo? Entschuldigung. Gehen wir erstmal zum Onkel Doc. Lass uns wieder herrichten und kaufen nochmal so einen Sack. So ein Köfferchen Medikamente. Der Chris guckt noch Nerds hier. Ja, hallo, grüß dich. Alles fit bei dir? So. Kaufen wir uns noch... Yagami-san. Arigato. Ich möchte einen Verbandskern kaufen bei dir. 70.000. Oh ja, ist ja fast geschenkt. Ja, wie immer. Bei dir auch soweit. Wenn man Urlaub hat, da ist man immer ein bisschen entspannter. Meistens zumindest. So. Jetzt aufgeladen sind wir. Die Yakuza ist zu 46% hinter uns her. Das sind gute Voraussichten, um den Fall zu lösen. So. Der Underground Doctor haben wir auch erledigt. So, Honda. Den werden wir wohl nicht so leicht vorbeikommen. Ui. Na dann, let's fetz. Aber eigentlich wollten wir uns doch noch irgendwas zu essen holen. Nee. Vielleicht kommen wir ja noch an einem Shop vorbei. Ach komm, hör doch auf.
So, kurzer Prozess mit denen. So, ich muss aber auch auf jeden Fall auch weiter hierher. Ach, der Honda wieder. Gönn dir, würde die Kids heute sagen. Ja, da hast du recht. Das stimmt. Ach. Alles klar, mach das. So. Muschi. Da würde ich sagen. Kleine Portion, dicke Nudeln. Good stuff. Sammel schon einen dreckigen Lappen, du. Aber bevor wir reingehen... Ja, viel haben wir nämlich nicht mehr. So.
war's wohl. Mehr kann man eh nicht ausgeben. Mehr haben wir nicht. Tja, genug ausgegeben. Ab ins Büro wieder. Yo. Got a message for you from Kuroiwa. Says to drop by the Tokyo Public Prosecutor's office. Izumida's waiting for you. Why'd you have to come here to tell me that? Would have been easier to talk on the phone. I got a bad feeling about all this. Huh? Feels like I'm never gonna see you again if you get yourself locked up now. Come on, don't be like that. Even if I do get arrested, I won't say a word about your little side job. That's what you're worried about, right? Yep. I might have to send someone to bump you off in prison if you rat me out. Like you could pull that off. Aren't you busy dusting off Kuroiwa's boots? I'm laying low, that's all. Speaking of, I have a question for you now that you're off your leash. Why do they think I killed Shintani? They have to have a reason, right? You've gotta know. Well, funny enough, I don't. Kuroiwa won't share a shred of info with anyone but his closest partners. Not sure why. Gotcha. Now, get over to the prosecutor's office. Sorry, but you gotta cover your own cab fare. Yeah, I know. Nimm ein Taxi zum Büro der Staatsanwaltschaft. Naja, dann machen wir das doch auch. Aber erstmal sollten wir vorher noch ein bisschen shoppen gehen. Wenn es doch so heftig sein soll. Warte mal, der Laden. Eigentlich suche ich nach einem Supermarkt. Richtigen Scheidensupermarkt. Aber das ist einer. Ah, yeah. Huch, hoppla. Guten Abend.
heißt er auch. Jack Daniels. Taschentücher sind immer praktisch. Das ist wieder eine Aussage, du. Hey, wir haben eine Schallplatte erhalten. Endlich. Arigato. Vielen Dank. Oh, hat er ein Schnäppchen. Die Fahrt kostet 4. What? Schweinepreise sind das. Da wäre ich mit Laufen kürzer gekommen. Oder billiger. I've been waiting for you, Yagami-san. Staatsanwaltbüro. Rolling out the red carpet, huh? Izumida was hoping you'd lower your guard if I was the first person you saw here. The man never changes. He loves his mind games. Yagami-kun, how did they convince you to come? I heard your pal Izumida wants to chat. And depending on what I say, he may or may not try to arrest me. I'm not sure it'll be quite like that. Huh? Then what's it gonna be? Well, you're about to get thrown to the wolves. Hey, Mafuyu. Good luck. Excuse me. I've brought Yagami-san. Much appreciated. Huh. Even the chief prosecutor's in on this. Please come in. Die Gesichter sehen sehr realistisch aus, ja, vor allen Dingen auch nicht jedes gleich, also jeder oder jedes zweite nicht gleich. Ist echt gut hingemacht. Und ich mag die Hauptstory an sich sehr gut und diese Sequenzen, aber die Nebenquests und diese ganze, ich sag mal, ständig das in Schlägereien verwickelt ist, passt nicht so ganz für uns Europäer, aber ansonsten super. Echt top, gebe ich dir recht. We're not strangers or wolves. Just try to relax. Yeah, relax, right. I'm not telling you what you want to hear, though. You want me to say I killed Shintani, right? Sorry, not happening. The burden of proof's on you anyway. Das hätte die echten Menschen genommen. Why do you think Als Figuren, ja, ist richtig, aber die haben Vorbilder gehabt auf jeden Fall. Das weiß ich, das hatte ich irgendwann mal gelesen gehabt. Answer my question with another question? That's not very nice. Also den Hauptdarsteller gibt's. Yagami-san. Und ihn hier gibt's auch, also mit der Glatze. The place is a front for some Kansai Yakuza, the Kyorei clan. On the night of the crime, I was near there with their captain, Shioya. He'll back my story up, I'm sure. And care to explain why Shintani-sensei's corpse was found in your office? I was hoping you could tell me. Maybe the real killer could answer. Cool, sowas magst du. Ich auch. Wie gesagt, ich stehe auf solche Spiele. That's why I called you here. Aber du kennst mich ja mittlerweile schon. Verdammt, sie hatten am Anfang nicht von mir zu hören. Mind if I interject? Darf ich kurz was ein, ja. Yagami-san, you stole a look at Shintani-sensei's call history before the police arrived, yes? Du spielst fast alles wie ich? Ja gut, freut mich, wenn ich deinen Geschmack getroffen habe.
Knowing that, you barged into the center and interrogated both Kido-san and Shono-san. Ich freue mich schon auf Alan Wake. Why would you do such a thing? I wanted to figure out what made Shintani a target. Who wanted him dead? Is that not the police's job? I couldn't leave it to them. Or the prosecution. After all, you guys have a bad habit of going after the wrong guy. Kinda like right now. I see. So you mean to imply someone else killed Shintani-sensei? Do you have anything that could prove that claim? Alan Wake ist nicht schlecht. Okay, ja, wie gesagt, ich bin da mal. Ich hatte damals wo das erste Mal, also wo da nicht das Remaster draußen war, sondern hatte ich es schon mal begonnen gehabt. Also ich es selber nicht gespielt, aber ich habe es mir mal mit angeguckt gehabt. Beim Let's Play, damals am Dasa. Fand ich schon gut und muss ich sagen, okay, dann ist es von Vergessenheit geladen. Definitiv. So, die Beweislage liegt bei der Staatsanwaltschaft. Das habe ich hier. Deshalb bin ich hier. Ich mache es. Ist eine gute Frage jetzt. Mega Story, Gameplay könnte aber besser sein. Ah, okay, alles klar. Ja, da bin ich mal gespannt auf Alan Wake. So, das ist eine gute Frage. Die Beweislage liegt bei der Staatsanwaltschaft. Ich probiere es mal. Proof rests on the prosecution. It's not my place to take on such a heavy responsibility. There's no need to be like that, Yagami-san. As we said before, this isn't a courtroom. It'd be an honor to hear your thoughts on the matter. Oh yeah? How about someone says please? Please. Great. I'll tell you what I know. Das ist eine gute Gelegenheit, so kann ich herausfinden, wie die Staatsanwaltschaft Shintakis Fall sieht. Probieren wir es mal. Hey! Der Chris hat Level 8 mittlerweile. Sehr schön, aufgestiegen. What hasn't gained recognition is the fact that someone from the ADDC was murdered 6 months ago. An ADDC member murdered? Who? Was das heißt, dass du halt, ja, das ist so ein kleines Nebenspiel im Chatbereich, sage ich einfach mal. Wenn man öfters zuschaut, steigt man die Level weiter nach oben. Und so erhält man Punkte und durch die Punkte kannst du dir dann bei Amazon Prime ein bisschen was vergünstigt kriegen, wenn du genug Punkte hast. So mal im Groben sage ich jetzt einfach mal. Wie viele Punkte das genau ist, gibt's dann, ich glaube, es ist dann auf Prime so eine Tabelle oder sowas bei Amazon. So. Ja, oh. Echt, wie krass? Ja, sehr gerne. Aber wie gesagt, da brauchst du, glaube ich, 15.000 Punkte oder irgend sowas. Aber wie gesagt, es ist nur so grob, was ich jetzt so weiß. Aber ich kann mal Näheres rausfinden, wenn du möchtest, dann sage ich dir das beim nächsten Stream dann auf jeden Fall oder beim nächsten Stream. So. Mir gut, ein Wissenschaftler. Dann ist ein Wissenschaftler. Emmy Theresa ist eine Krankenschwester. Das ist eigentlich... Das linke ist nicht relevant. Direkt das der Messer bleibt. Küche, stellvertretender Direktor. Das können wir, damit können wir mal anfangen, auf jeden Fall. Der hier oben ist auf jeden Fall... A researcher by the name of Yoji Shono. Wait, he was murdered? When? Huh? Wait, yeah, you're right. He's still alive. Let me know when you're ready to stop wasting my time. Sorry. All these people are making me nervous. Give me another chance. Okay, das war schon mal das Richtige. The ADDC employee who got murdered was... Also das war schon mal nicht. Nehme ich meine Pluspunkte schon mal rein. Probieren wir es damit mal. Warum kann man bei dir keine Mitgliedschaft machen? Erst wenn ich ab gewissen Level bin oder beziehungsweise ab gewissen Follower habe, dann kann ich eine Mitgliedschaft
aufstellen, sagen wir mal so viel. Right, starting over. The ADDC employee who got murdered. Ich glaube, ab 100 Follower oder sowas kannst du das dann aufbauen. Dann kannst du eine Mitgliedschaft erbauen, meine ich. 50 oder 100. Okay. Ich kenne den Namen des hiesigen Mitarbeiters, der vor 6 Monaten getötet wurde. Bleibt denn was an das da? Was anderes Quatsch. Toru Hashiki. Hashiki was seen arguing with a strange man in Kamurocho before being found lying beaten in the street. He died in the hospital 3 weeks later. Jetzt war mal richtig. The culprit is still at large. Did you know of this case? It's the first I've heard of it. Understandable. It didn't make many headlines. Incidentally, this Hashiki guy had a pretty big secret. Uh-huh. Turns out he was working for the Kajihira Group, a massive construction company based out of Kansai. Kajihira was planning to redevelop the land the ADDC sits on. He'd already settled it with the Minister of Health. Had the Kyorei clan muscle in on the turf too. But the plan fell apart when 89 was announced. Kajihira ended up taking a pretty big hit. To the tune of 100 billion yen. What? Ah, okay, alles klar, du hast rausgefunden um Twitch. Okay, dann kann es so sein. Stimmt. Hast recht. 30 Tage mindestens 50 Follower. Na, das werde ich nicht hinkriegen. Muss 8 Stunden lang an mindestens 7 verschiedenen Tagen streamen und dabei Durchschnitt mehr als 3 Zuschauer haben. Das könnte ich vielleicht noch hinkriegen. Das zweite ja, das erste nein. Glaube ich nicht dran. So, wer war denn im Mordnacht am dann in Puh. Eine Krankenschwester? Emmy Theresa. Ja, 19 habe ich schon. Ja, ich weiß. Ist auch schön. Also muss ich sagen. Aber wie gesagt, sobald ich es hinkriege, werde ich es natürlich einrichten. Aber ich glaube, dafür streame ich, oder habe ich in letzter Zeit zu wenig gestreamt. Mal gucken. Theresa, eine Krankenschwester. Direkt eine. Wer war in der Mordnacht am... Wer war da an der Mordnacht dabei? Yogo Shono, ein Wissenschaftler. Also die Krankenschwesterin war es nicht. Ich glaube es nicht. Also ich glaube, da liege ich jetzt falsch. It was her. And wait, you of all people should know it couldn't be Emmy Terasawa. Hmm? Oh yeah, right. Clearly. Okay, sie war es nicht. Dann wird es der Herr gewesen sein. You recognize this man, Izumida-san. 3 years ago, he testified about the murder that had taken place at the ADDC. He claimed he had seen the victim. Das ist richtiger. Waku, still alive. I remember him. You're referring to Dr. Shono. Mm-hmm. He's also the head of the 89 research team. Hashiki was grilling Shono, convinced that there was something fishy going on with 89. Like what? He thought they had fabricated data and falsified the effects of the drug. After all, it wasn't until rumors of closing the ADDC started swirling that Director Kido suddenly announced 89. Hashiki was convinced it was all too convenient to be coincidence. But that doubt didn't sit well with those who stood to rake in massive profits off 89's development. Are you implying Hashiki's murder was premeditated? Sounds like we're finally on the same page, Izumida-san. I had the exact same thought. Taking all this into account, doesn't it seem like there really is something fishy about 89? Du solltest die Erklärung in Ämtern erreichen, also zum eigentlichen Thema. But let's get back to Shintani. Just before he was murdered, he called the ADDC and tried to get in touch with a very specific someone. Maybe that phone call provoked whoever is trying to hide the truth about 89.
Shintani was an obstacle, just like Hashki. He had to be removed. What I'm saying is, there's a chance anyone who gets too close to learning the true nature of 89 is being murdered. And if you haven't investigated down that path, then one thing's pretty clear. You have a lot more work to do before you can arrest me, wouldn't you say? Answer me, Izumida! If you still want to bring me in, let's see some proof. All these prosecutors, and nobody's got any proof. That's quite a theory, Yagami-san. Truly fascinating. There were details in there even we weren't aware of. You've clearly done your homework. I'd be glad to hand over my findings if it'll help. After all, 89's practically a household name at this point. Lifting the lid on it might be too much for me to handle all on my own. And besides, I think I'd rather work with you than Izumida here. You need to lose the attitude, Yagami. Sorry, I need to take this. Yes, hello? Is that so? Yes, you've done excellent work. Thank you. Just so you're aware, the prosecution has made a coordinated effort with law enforcement. We've already submitted a request for the court to issue a warrant. I'm sorry for the call, but that was the verification of our request, you see. You're still gonna arrest me after all this, huh? Fortunately, you're not the one under arrest. What? I wouldn't celebrate. We're not done with you just yet. It's in the interest of closing the case. Listen here, Yagami. You know who Shintani's killer was? It's your old friend, Ayabe. What? Striations on the recovered bullet are a perfect match to his firearm. There's no doubt. He's the one. Like it or not, he's going down. So, dann würde ich sagen, das war's auf jeden Fall hier von Folis GER. Ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal, auch beim Chris vor allen Dingen. Werden uns auf jeden Fall gleich wiedersehen im nächsten Stream. Mit dem Kapitel 14 sind wir zu Ende, im falschen Rampenlicht. Und ich würde sagen, wir sehen uns Kapitel 15 dann wieder. Bis dahin euch eine schöne Zeit. Dankeschön fürs Liken. Und ja. Bis dahin, euer Foli von Folis GER. Ade.